Simson ist der Name eines ehemaligen Waffen- und Fahrzeugherstellers. Im Laufe der Geschichte wurde der Name mehrmals umbenannt und die Firma umstrukturiert. Bereits 1856 gründeten die beiden jüdischen Brüder Loeb und Moses das Unternehmen Simson in der thüringischen Stadt Suhl. Der heutige Bekanntheitsgrad der Marke gelangte Simson durch die in der DDR großen Stückzahlen hergestellten Zweiräder. Mit insgesamt knapp 6 Millionen hergestellten Kleinkrafträdern war Simson der größte Hersteller von motorisierten Zweirädern in Deutschland. So haben viele Menschen, vor allem die aus der ehemaligen DDR, eine ganz besondere Geschichte zu ihrem Zweirad. Also das ist mein erstes E50. Das habe ich mir mit 15 zur Jugendweihe gekauft, also für mein Jugendweihegeld. Hatte natürlich leider Gottes wenig Freude daran. Also es ist mir, glaube ich, nach einem halben Jahr haben sie es mir geklaut. Und das Geld saß ja auch nicht so locker, also konnte ich mir auch kein neues kaufen. Dann war ich plötzlich vom schönen Mopedfahrer wieder Fußgänger. Es dauerte dann, das war ungefähr im Frühjahr, es dauerte bis zum Herbst, dann kam ein Anruf vom VBGA, wir haben Ihr Moped gefunden. Ich überglücklich natürlich, darunter gestiefelt, erst Büro, das Formelle und Übergabeprotokoll und. Ich weiß es noch wie heute. Und dann sind wir auf den Hof gegangen und da stand ein Container. Der gute Volkspolizist hat aufgeschlossen, ich in den Container reingestürmt und ja, ich sag, wo ist denn mein Moped? Also, nicht zu sehen. Dann sagt er, da liegt's doch. So, und ich gucke in die Ecke und da lag noch ein Haufen Ersatzteile und das war mein Moped gewesen. Und summa summarum nach Hause, dann einen Handwagen geholt, das ganze Wrack aufgeladen und nach Hause geschafft. Und dann war ja immer das Problem, also man hat ja nichts gekriegt jetzt. Das Getriebe war noch da, Kopf war weg und ansonsten war nicht mehr viel da und dann immer die Gänge zum IFA-Vertrieb und ich brauche einen Zylinder. Nee, die gibt es noch im Austausch. Also haben Sie einen alten? Nein, habe ich nicht. Ja, dann können Sie auch keinen neuen kriegen. So, und damit ist es eigentlich besiegelt gewesen, dass das Moped in der Ecke gelandet ist und heute nach 35 Jahren das erste Mal wieder gelaufen ist. Also heute war Premiere. Das war ein Wrack gewesen, wo ich sie wieder gekriegt habe und habe sie komplett neu aufgebaut und immer versucht, also weil es ja mein erstes Moped war, natürlich auch diese Teile wieder zu verwenden und aufgearbeitet und in dem Zustand jetzt versetzt, sagen wir mal Neuzustand jetzt, wie es jetzt da steht. Hat doch schon ein paar Monate gedauert und ja, preislich gesehen, weil habe ich bestimmt auch 1000 Euro werden schon drin stecken jetzt, ne? Dass sie jetzt wieder so aussieht, wie sie mal ausgesehen hat vor 35 Jahren. Und nachdem es ja dann mit dem Moped nichts mehr geworden ist und das für Geld und gute Worte nicht mehr fahrbar zu machen ging, war natürlich die Not sehr groß, weil man wollte ja auch wieder irgendwie flexibel sein und wieder Moped oder Motorrad fahren. Mittlerweile war natürlich da ein Jahr ins Land gegangen, sodass man 16 war und den Motorradführerschein schon hatte. Und dann kam natürlich wieder der Zufall und ein Arbeitskollege von mir hat eine RT verkauft, eine 125 und das für 500 Mark damals, ja. Und da war dann natürlich die Entscheidung sehr leicht, statt das Moped wieder aufzubauen, was ja sinnlos war und nicht gegangen ist, dann diese RT zu holen jetzt. Und die habe ich auch dann ein ganzes Stück gefahren. Und dann leider Gottes war mal eine Kiesspur schneller wie ich oder ich schneller wie die Kiesspur. Auf alle Fälle bin ich dann ausgerutscht und das Ding ist funkenstiebend im Berg rein. Und dann war auch der Auspuff, dann war Scheinwerfer, alles vorne kaputt. Das war dann wieder der Augenblick, wo die dann wieder in die Garage gewandert ist und das Fahren sich auch wieder erledigt hatte. Und die habe ich dann vor 2 Jahren auch komplett restauriert und neu gemacht.
damit ich auch das Stück wieder, was mal meine Fahrgeschichte war, wieder so da habe, wie sie mal war jetzt. Oder in dem Fall vielleicht sogar noch besser, ja. Nach der AD kam dann noch ein Ausflug mit einer MZTS 150, was auch nicht so lange gehalten hat. Also die habe ich dann aus irgendwelchen Gründen komplett auseinandergenommen. Keine Ahnung mehr. Also es war auch bloß noch ein Wrack, was ich vor der S50 jetzt auch wieder hergestellt habe und die wieder fahrfertig ist. Und danach kam dann als Zweirad die MZ EDZ 251, die ich auch viele Jahre gefahren habe, eigentlich im Alltag, bis dann auch wieder das Karma zugeschlagen hat, bis sie mir die auch wieder geklaut haben. Aber Gott sei Dank habe ich die wieder gekriegt, ohne großartige Fehlteile, nur mit ein paar losen Kabeln und so weiter, was sich alles relativ schnell beheben ließ, sodass sie dann wieder fahrfertig war. Also jetzt sind wir im Keller angelangt. Das sind noch die Objekte, die faktisch noch restauriert werden müssen und die noch auf ihre Wiedererwachen warten jetzt. Alles, was oben stand jetzt, stand immer hier im Keller, und wenn sie fertig sind, können sie dann halt rauf, wobei der Augenmerk eigentlich darauf liegt, dass ich dann nächstes Jahr immer schaffe, den Keller herzurichten und das dann genauso wie oben einrichte, dass hier nur die Zweiräder stehen jetzt. Aber anhand von den Sachen, die wir jetzt hier sehen, sieht man mal die Zustände, wie die anderen da oben auch waren und was es dann für eine Arbeit macht, die dann doch wieder so herzurichten, dass sie wieder schick aussehen. Also wie ihr seht, ist noch genug Arbeit da und ich komme noch ein paar Jahre lang hin. Ja, ich versuche ja immer die Originalität zu behalten. Also wenn sie sich wieder herrichten lassen, ohne die zu lackieren komplett oder dies oder das, worauf ich jetzt nicht unbedingt Wert lege, dann ist das oder kann das eine schnelle Nummer werden, dass er relativ fertig ist. Natürlich habe ich mir ja jetzt im Laufe der Jahre die einfachsten schon rausgepickt jetzt, wobei die hier unten dann doch schon etwas mehr Arbeit benötigen jetzt. Und also ich sag mal, eine Komplettrestauration, das schaffe ich in einem Jahr. Also wenn ich sie komplett mache mit Lackieren, mit Pulvern und allen, dann ist es in einem Jahr, weil das auch eine Geldfrage ist, dann das alles zu machen. Und wenn sie erhaltenswert sind, was ich immer probiere, den Originalzustand zu erhalten, dann kann es natürlich auch schnell gehen. Aber wie gesagt, es wird jetzt langsam so, dass hier dann die härteren Objekte stehen, wo dann doch schon etwas mehr Zeit ins Land geht, bis sie wieder fahrfertig sind. Und es kann nur passieren, dass du halt einsteigst. Das ist halt, oh, ich habe jetzt gedacht, gerade die, also was dann jetzt so filmt, die wollte ich dieses Jahr eigentlich noch hinkriegen, aber motorfest. Also so hätte ich es ja bloß von der Optik her aufpoliert und gemacht und alles, und dann wäre es eine schnelle Nummer geworden, aber untypisch für eine 150er ES ist eigentlich, dass der Motor fest ist. Das Problem gab es eher bei der 250er. Aber bei der ist es nun mal leider Gottes so. Und deswegen wird es wohl auch wieder komplett werden, dass der Motor raus muss. Weil der ist mit Geld und gute Worte nicht dazu zu bewegen, irgendeinen Zugas zu machen, dass sich der Kolben bewegt jetzt. Und von daher wird es wohl nichts mit einer schnellen Nummer werden, sondern wird wieder mal etwas länger dauern. Wobei das ist auch ein Motorrad, was ich von meinem Schulkameraden gekriegt habe, der sich das damals mit 16 geholt hat. Und wenn sie es dann nicht mehr gebraucht haben, dann kam das immer alles zu mir von den ganzen Kollegen. Also eigentlich sind ja viele Mopeds und Motorräder von Schulfreunden, Arbeitskollegen etc. dabei, wo es dann immer, wenn das dann das Leben ausgehaut war, dass sie die nicht mehr gebraucht haben, dann hieß immer, du brauchst doch alles und das möchtest du haben. Ja, und ich habe immer nee gesagt, deswegen sieht es jetzt so aus, wie es aussieht jetzt hier. So, hier haben wir noch das aktuelle Modell, was jeden Tag gefahren wird. Also nicht jeden Tag, sondern natürlich nur bei schönem Wetter. Da wir ja dem Ostalgie treu geblieben sind. Das ist zwar ein westdeutsches MZ-Modell, aber ein Westmotorrad durfte es nicht sein. Und etwas schneller und sportlicher sollte es auch mal sein. Und deswegen ist das eine MZ Scorpion Traveler, die eigentlich im Alltagsgebrauch ist, unter anderem. Das
das war es jetzt wieder einmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was soll ich sagen? Lasst mir einen Daumen oder sogar ein Abo da. Ich würde mich wieder urst freuen. Euer Jan.